Auf der IWA 2026 bin ich jetzt am Stand von Archon und ich bringe euch mit die aktuelle Version der Archon Type B. Und lasst es euch sagen, auf der IWA ist es meistens so, wir sehen Produkte und dann kannst du dir so vorstellen, wie es sich vielleicht schießt etc. Aber die Archon Pistolen schieße ich bereits seit einem Jahr. Ich war damals schon vor einem Jahr hier, habe mir die Sachen angeguckt, weil ich sie einfach so unglaublich cool Design finde. Ich bin so ein Optiktyp offensichtlich. Und dann kam ich mit denen ins Gespräch und dann haben sie mir einfach ein paar zur Verfügung gestellt und seitdem schieße ich die. Und ich möchte euch jetzt einmal ganz kurz ein bisschen tiefer in dieses System reinführen, von dem ich glaube, dass es bestimmt eine, und wenn wir vorsichtig sein, was man sagt, bestimmt eine der besten Pistolen auf dem Markt ist für den Bereich, wie gut lässt sich die Waffe schießen und wie gut kann ich sie individualisieren. Wir kennen das von anderen Waffen, du kaufst sie irgendwann, dann holst du dann irgendwann den Dremel raus, dann holst du eine andere Grifftextur. Ich bringe euch mal die Features bei und dann sage ich euch jedes Mal, was ich in meiner Erfahrung jetzt damit gemacht habe. Also ich versuche das Ganze kurz zu halten, aber Spoiler Alert, es wird nicht kurz. Also pass auf. Das, was die Archon Type A, B oder D ausmacht, also Type A, B oder D. Hier ist es jetzt die Type B, die erkennt ihr gut an diesem Cutout. Wenn wir unsere Waffe laden und einen Press-Check machen, kein Problem, laufen einfach durch, alles gut. Und einen Press-Check machen, dann nehmen wir unsere Support-Hand, formen damit eine Handfläche, legen den vorderen Bereich unseres Verschlusses in unsere Wurzel zwischen Daumen und Zeigefinger, pinchen mit dem Daumen und ziehen einmal zurück, so dass wir sehen, dass wir ins Patronenlager gucken können. Dann können Sie sehen, alles klar, ist da das drin, was da drin sein soll? Ist vielleicht rot, ist dann damit drin oder. Ne? Und dafür ist dieser Cutout einfach gigantomatisch gut. Und es ist egal, wie gut eure Serrations sind bei anderen Modellen, dieser Cutout macht es noch einmal besser. Okay? Das ist so mit so einer der ikonischen Features. Das, was Archon Firearms oder die Archon Pistols aber generell so besonders macht, ist die Art und Weise, wie leicht sie sich schießen lassen. Und sie lassen sich so leicht schießen, weil innen drin kein modifizierter Browning-Verschluss ist, wie wir das zum Beispiel bei anderen Polymerherstellern kennen. Schaut mal, der Verschluss, wenn ich den Verschluss nach hinten repetiere, seht ihr, was mit dem Lauf passiert? Der tiltet nicht upwards. Also das heißt, der hebt sich nicht, wie beim modifizierten Browning-Verschluss, sondern der bleibt gerade. Das ist das sogenannte Speed Lock System. Der Lauf fährt beim Repetieren zurück. Gleichzeitig hat diese Waffe, ihr seht das ja selber, eine unglaublich niedrige Laufseelenachse, gepaart mit einem Griff, schaut mal, der so aufgebaut ist, dass ich unglaublich hoch greifen kann. Und das sind diese drei Sweet Spots im Waffendesign, dass ich unglaublich hoch greifen kann. Ich habe eine sehr niedrige Laufseelenachse, die in diese Richtung repetiert, und ich habe einen Lauf, der nicht upwards tiltet, wie beim modifizierten Browning-Verschluss. Und dadurch lässt sich diese Waffe einfach schießen wie ein Traum. Ich schieße jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren. Wir haben ein paar in der Academy, wenn ihr mal kommen möchtet und die ausprobieren möchtet. Ich kann es nicht vergleichen, man muss es wirklich selber ausprobieren. Jetzt haben sie in den neuen Iterationen, gibt es dieses ganze Gedöns auch noch mit einem sogenannten Ported Barrel. Ne? Also wir haben hier die Löcher im Verschluss, wo schon mal das überflüssige Gas austreten kann. Und dann gibt es das noch in Kombination mit dem Kompensator. Und ich war so glücklich und durfte das in Polen schießen. Und dann bei Kompensatoren und bei Ports muss man immer gucken, so wie funktioniert das mit der Munition. Generell braucht man eine etwas stärker geladene Munition, damit der Kompensator und die Ports richtig funktionieren können. Da muss man immer so ein bisschen ausprobieren. Wenn ihr dieses System dann einmal abgestimmt habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, für die es ausprobiert haben. Ich prophezeie, ihr werdet nichts mehr anderes schießen. Das ist aber trotzdem nicht das Einzige. So, ich schweife ab. Also, schaut euch mal meinen Finger an, der sogenannte Glock Knuckle. Glock hat natürlich mit der Gen 6 jetzt diesen Undercut gemacht, aber hier ist der auch schon per se schon eingefräst. Ne? Das heißt, wir haben hier einen vernünftigen Undercut, ich kann es unglaublich hoch greifen. Wir haben gleichzeitig auch hier diesen, ich nenne es jetzt einfach Newbie. Das ist der sogenannte Tendon Activation Point. Der drückt in die Wurzel zwischen Zeigefinger und Daumen meiner Schusshand. Ich habe erst gedacht, so, krass, das ist das Erste, was ich wegdremel oder so. Es stimmt überhaupt nicht.
Ich kann nicht sagen, ob es was bringt. Ich weiß nicht, vom Bauchgefühl bringt dieses hohe Beavertail viel mehr, aber es ist auf alle Fälle ein nettes Gimmick. Aber was ihr seht ist, dass der Griff komplett modular aufgebaut ist. Das bedeutet, ihr könnt entweder einen kompakten Griff aufbauen, indem ihr diese Elemente rausnimmt, oder ihr könnt einen Griff so kurz machen, dass es schon fast subkompakt ist, oder ihr könnt ihn ganz lang Full-Size aufbauen. Und die sogenannte Fire Control Unit, also die serialisierte Abzugseinheit, ermöglicht es euch, dass ihr auch einfach Griffstücke kaufen könnt und selber austauschen könnt. Das ist ein System, ich dachte immer, es ist für Deutschland einigermaßen tricky. Hier ist mir nochmal bestätigt worden, es funktioniert. Und das ist natürlich geil, wenn wir die Griffe einfach austauschen können. Aber warum willst du die Griffe austauschen wollen, wenn du es so modular aufgebaut hast? Ganz einfach, du kannst auch diese verschiedenen Texturierungen, kannst du entweder selber austauschen, du kannst ja einen Griff kaufen, der schon unterschiedlich texturiert ist. Es gibt Grips, die nochmal sehr viel aggressiver texturiert sind, fürs fast Skateboard-Tape. Das ist hier so ungefähr so, ich würde sagen, so irgendwie, naja, wie man es von anderen Polymerpistolen kennt. Auch das könnt ihr individualisieren, entweder schon ab, wo ihr euch das Ding besorgt. Man muss immer vorsichtig sein, welche Worte man auf YouTube benutzt. Oder ihr könnt es im Nachhinein nochmal. Guck mal, die Texturisierung. Wir gucken nochmal rein, die Waffe war die ganze Zeit safe, aber jetzt muss ich den Kameramann einmal muzzlen. Habt ihr auch hier vorne. Und diese Waffe kommt auch nochmal als Type D für alle Leute, die sich an diesem wunderbaren Cutout stören. Ihr seid meiner Meinung nach falsch gewickelt, weil dieses Ding ist einfach noch beautiful. Und sie kommt auch nochmal als Type A, was hier noch einen längeren Verschluss hat. Zeige ich euch jetzt gleich in den Details. Natürlich ist die Optik ready, beziehungsweise es gibt auch Cutouts, wo ihr die Optik direkt in den Frame schrauben könnt. Aber weil Aimpoint das Koa-Patent jetzt oder die Koa-Lizenzierung geöffnet hat für andere Hersteller, hat Archon jetzt auf der IWA 2026 auch eine Koa, den Koa-Cut. Bitte seht mir das nach, schreibt mir in den Kommentaren, ich habe gerade das Ding vergessen, wie das heißt. Also, und es gibt noch, nachträglich auch noch einen Performance-Trigger, hier in Rot, den ihr einstellen könnt. Das heißt, ihr könnt den Overtravel einmal einstellen. Ja, ihr seht, er steht. Der Abzug. Ja. Druckpunkt. Jetzt steht er. Das ist schon Wahnsinn. Man muss auch sagen, der Trigger ist echt gut, aber diese Shootability, die Schießbarkeit der Waffe durch das Speedlock-System, jetzt nochmal durch die Ports, durch die hohe bzw. niedrige Laufsehenachse und das hohe Greifen. Lasst es euch sagen, es ist selten, dass mich Sachen in der Industrie nach so langer Zeit so geflasht haben. Letztes Jahr hatte ich diesen Flash, wir hatten eigentlich ein paar Sachen vorbereitet, dann waren wir irgendwann im YouTube-Gefängnis nach unserem Schweiz-Video. Archon hat meiner Meinung nach mit der Archon Type B, A oder D, für mich, ich bin absolut verliebt in die Type B. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, die Pistole geschaffen, aber es ist für mich, ihr wisst, was ich sagen will. Ich bin wirklich, wirklich begeistert und vom Design hat es mich angefixt und habe ich sie geschossen und dann ist es so. Sie arbeiten derzeit an Begleitartikeln, also Holster sind mittlerweile in Verfügung, es gibt diese Kompensatoren, Reservemagazine und. Das muss man mal alles gucken, dass das alles da ist. Aber sie sind mittlerweile so weit, dass man auch auf eine Plattform umsteigen kann, ohne dass man sich, ja okay, ihr müsst euch alles neu kaufen, aber es gibt zumindest Auswahl und es gibt qualitative Produkte dazu. Black Trident hat übrigens auch ein Holster dafür. Also, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, kommt in die Low Ready Academy. Ich mache noch ein anderes Content Piece da drauf. Aber die Gun of the Show ist für mich nach wie vor im zweiten Jahr in Folge die Archon Type B Gen 2. Wir haben übrigens auch einen Artikel auf Low Ready Magazine. Wenn ihr mehr Daten braucht etc., dann ist das meistens der Ort, wo man hingehen sollte, weil man kann mir 8 Sachen sagen und ich kann mir nur 2 behalten. Liebe Leute, die Archon Type B Gen 2, traut euch, probiert es mal aus, kommt zu uns. Es ist, ich liebe es.